Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Es ist wieder soweit. Alles, was mir in diesem Jahr an weihnachtlichem Schmuck in die Hände gefallen ist, habe ich in diesem Kästchen gesammelt, um es mit euch zusammen auszupacken. Das glitzert ja schon mal sehr, sehr schön. Also hier haben wir einen schönen Strass-Weihnachtsbaum. Der könnte aus den 90er Jahren sein. Schönes durchbrochenes Design, ordentlich am Glitzern, so wie wir das mögen. Dann dieser Weihnachtsbaum, der ist silberfarben und die Steine sind die schönen Aurora Borealis Steine, die so in allen Regenbogenfarben glitzern. Wunderschön. Ja, diese Weihnachtsbaumbrosche ist nicht richtig alt, aber glitzert schön in grün, rot und weiß. Etwas kleinerer Weihnachtsbaum. Den hier finde ich sehr schön. Ja, der ist schön im Vintage-Design, wie wir das mögen. Diese hier oben auf die Weihnachtsbroschen sind alle unsigniert, aber wunderschön. Und ihr werdet staunen, ganz oft finde ich in einem meiner Bücher über Weihnachtsschmuck dann doch den Hersteller und bin überrascht, dass ich die Broschen schon seit Jahren besitze und nie wusste, wer die gemacht hat. Hier ist ein schöner Weihnachtsbaum emailliert, in ganz dunkelgrün. Auch schön mit Strasssteinen besetzt. Der ist auch nicht ganz so alt. Hier so ein ganz schlichter Weihnachtsbaum. Also das ist ja auch etwas für Leute, die nicht so sehr auffallen wollen und trotzdem etwas Schönes, Glitzerndes zum Weihnachtsfest tragen möchten. Dieser hier ist besonders schön, auch wieder mit grüner Emaille und bunten Strasssteinen besetzt. Dieser hier ist schon etwas älter. Die Emaille ist so transparent. Und die Strasssteine sind hier alle rot. Dann diesen hier, ungewöhnlich, sieht aus wie eine Glocke, aber könnte auch ein Weihnachtsbaum, ein abstrakter sein, mit tollen grünen Navettsteinen. Und noch ein schöner Strass-Tannenbaum, also den finde ich wirklich ganz, ganz toll. Einen ähnlichen habe ich im Buch von Swarovski gefunden. Dieser hier ist leider unsigniert, aber auch toll durchbrochen und mit tollen glitzernden Strasssteinen besetzt. Hier, der hier, ist der nicht toll und richtig, richtig alt. Also das ist auch... Also ich persönlich finde ihn sehr schön. Ihm fehlt hier ein Stein und auch hier auf seinen Geschenken fehlt ihm ein Stein. Und ich werde den natürlich noch ein bisschen behalten, um schöne alte Steine für ihn zu finden, damit das sich ganz perfekt fügt. Also den finde ich besonders schön. Ich finde es auch schön, dass er so ganz goldfarben ist und nicht. Und sein Gesicht und seine Augen. Sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich hier auch einen Klassiker. Das Design kommt oft vor. Also die ist, glaube ich, auch nicht besonders alt, aber eben auch mal ein bisschen was Ungewöhnliches. Diese Punkte hier drauf sind Farbe, sind keine Steine. Hat nur einen Strassstein oben als Stern. Dann hier ein schöner nostalgischer Weihnachtsbaum mit großen Strasssteinen, unsigniert wieder, aber hier sieht man diese Niete, also das ist etwas
älteres. Und dann haben wir hier auch eine schöne neuere Weihnachtsbrosche. Also hier ist der Wagen von Santa und dann mit diesen weihnachtlichen Anhängern. Diese Weihnachtsbaumbrosche hier ist auch wieder mit Emaille und Strass kombiniert. Ein sehr ähnliches Design gibt es von Swarovski, aber dann sind diese Steine hier auch in Strass und natürlich ist sie mit dem Schwan-Logo signiert. Also ich habe hier alles durchsucht, einen Schwan habe ich leider nicht gefunden. Also von wem das Originaldesign ist, lässt sich sehr schwer feststellen. Und hier wieder eine schöne Weihnachtsbaumbrosche aus den 60er Jahren. Die erinnert mich sehr an die Weihnachtsbaumbroschen von Gerrys. Nur hier ist der Goldton ein bisschen intensiver und die Kugeln sind mini und auch wieder mit so einer ganz transparenten Emaille drauf gemalt. Dann diese Weihnachtsbaumbrosche, auch alt. Und ich finde das auch sehr toll gemacht. Also das macht ja auch was her, weil diese Steine sind eingebettet in so sternartige Fassungen. Sehr, sehr schön aus. Mag ich sehr gerne. Und diesen hier, den hatte ich auch schon öfter. Auch ein sehr beliebter Weihnachtsbaum, eine sehr beliebte Weihnachtsbaumbrosche mit diesen Girlanden aus Emaille in Rot und Grün. Und hier haben wir so ein Pfefferminzstöckchen als Brosche. Ja, hier steht eine Marke drauf, ich muss mal gucken, von wem die ist. TC sagt mir nichts. Ich werde da noch mal recherchieren. Wenn ich was finde, schreibe ich es dann hinterher ins Video. Und besonders schwer zu finden sind schöne alte Ohrclips in einem weihnachtlichen Design. Und diese hier finde ich auch besonders schön. Schöne glänzende Emaille und rote Strasssteine. Und noch sehr schöne Ohrringe sind diese hier, auch kleine Clips. Diese kleinen Weihnachtsbäume erinnern mich an diesen ganz berühmten Weihnachtsbaum von Eisenberg. Und schön ist ja auch dieser rote Stein in der Mitte und die kleinen bunten. Also die sind wirklich klein, aber fein. Sehr, sehr schön. Und dann wieder etwas Moderneres. Hier der Weihnachtsbaum in Silber mit goldener Schleife und goldenen Herzen. Auch etwas für Weihnachtsbaumbroschensammler, weil es ja auch wirklich mal ein ganz anderes Design ist. Und diesen hier finde ich auch toll. Santa in Weiß mit Aurora Borealis dekoriert. Und noch eine ganz alte Weihnachtsbrosche ist diese Laterne hier mit der Kerze und der weihnachtlichen Schleife. Die sind richtig alt, also schon aus den 50er Jahren. Die habe ich hier nach Marken sortiert, damit ich nicht immer nach den Stempeln hier im Video suchen muss. Hier haben wir weihnachtliche Ohrringe von Avon als Stecker mit einem tollen Straßtropfen in Rot. Die sind hier oben auch signiert und in einem sehr, sehr guten Zustand. Richtig tolle Ohrringe von Avon.
Dann habe ich hier eine tolle Brosche von Avon. Der Weihnachtsmann sitzt in seinem Schlitten und diese Pakete hier sind Ohrstecker, die man hier rausnehmen kann und dann hat man ein Set, Brosche und Ohrringe. Auch in Bestzustand diese Brosche. Und dann auch von Avon diese kleinen Weihnachtssterne in Rot. Dann BG ist eine sehr alte Marke, Beatrix Jewelry heißt das. Und hier dieser Weihnachtsmann ist sehr bekannt, also der ist auch in vielen Büchern und der ist so aus den 70er Jahren. Da ist die Marke. Ein Weihnachtsmann mit blauen Augen. So, dann haben wir hier den Schmuck von Christopher Redco. Das ist eine Firma, die hat weihnachtliche Broschen gemacht im Jahr 2000 bis 2009. Und hier diese Pinguin-Brosche, das ist eine sehr besondere, also die Ausführung ist hier besonders toll mit dieser Emaille in diesen verschiedenen Farben. Eine sehr sammelwürdige Brosche. Dann habe ich hier von Christopher Redco einen Engel in Silber. Auch diese Emaille ist auch so glitzernd. Es gibt einen Weihnachtsbaum und der ist auch wieder mit Farbe, die so in sich glitzert, dekoriert und auch das glitzert zwar alles, aber es ist kein Strass, es ist eine Farbe. Der Strassstein ist wieder nur oben in dem Weihnachtsstern. Und noch ein Anhänger, Weihnachtsstern als Anhänger. Und diese Marke von Christopher Redco ist besonders auffällig, so ein Oval und der Name ist komplett ausgeschrieben. Dann habe ich einige Broschen von Garys. Diese Glocken hier, die findet man häufiger. In diesem Jahr fand ich eine in Goldfarben und auch in Silberfarben. Die in Silber ist die Schleife blau und bei der goldenen ist das dann in grün-rot. Finde ich toll. Kann man sich eben entscheiden, ob man Silberschmuck eher mag oder Goldschmuck. Und von Garys habe ich hier dieser Weihnachtskranz, auch eine sehr beliebte Brosche, jedenfalls bei uns in Deutschland wird die gerne gekauft. Das Gold ist hier typisch für Gary, so ganz hell goldfarben. Dann gibt es jetzt, hier ist das Hellgold, hier ist das intensivere Gold. Also ich nehme an, diese sind neuer, weil dieses helle Gold ist eben typisch für die 60er Jahre. Und ich habe eine Weihnachtskranzbrosche hier mit dem Reh dazwischen. Wieder mit blauen Augen. Und hier ist die Signatur. Dann gibt es das Reh noch so mit weihnachtlichem Zweig zwischen den Ohren. Auch sehr nett. Und es gibt wieder den Santa im Schlitten. Und dann ganz andere Broschen gibt es hier von Jeanette Jewelry aus den 70er Jahren, hier in diesem ganz kühlen
ja, zinnfarbenem Metall. Hier der Engel. Die Marke ist hier unten, JJ. Und ich finde auch besonders toll diese Brosche hier. Ist jetzt schon leider etwas zu spät, ist mehr die Halloween-Brosche. Aber die Katze mit ihren grünen Augen. Und die ist auch richtig schön groß. Wenn euch das Video gefällt, vergisst bitte nicht zu liken und mir einen Kommentar zu schicken, was euch besonders gefällt oder auch nicht gefällt natürlich. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Diese Weihnachtsbaumbrosche hier, die hatte ich schon mal. Meine war damals signiert mit dem Hersteller Tänzer. Und da sind diese Weihnachtssterne so ganz rot, transparent und dieses hellgoldfarben und die kleinen Strasssteine dazwischen. Das ist auch eine schöne große Brosche aus den 60er Jahren. Dann wollte ich euch noch zeigen, hier eine neue Monet-Brosche in Grün und in Strass. Die alten Monet-Broschen sind natürlich wertvoller, aber die ist trotzdem hier signiert. Und ja, wenn es euch interessiert, also diese Brosche ist so ungefähr 29 Euro, höchstens 29 Euro wert. Und da habe ich auch noch einen schönen Weihnachtsstern, auch neueren Datums, Weihnachtsstern, eine Schneeflocke, neueren Datums. Eine klassische Brosche, also die kann man wirklich jedem schenken. Ganz, ganz zeitlos. Und die besonderen Broschen in diesem Jahr sind von Swarovski. Ich habe das erste Mal weihnachtliche Broschen von Swarovski. Hier eine wunderschöne Schneeflocke als Stern. Die ist sogar mit dem Herstellerjahr signiert, 2008. Und hier ist der Schwan. Eine schöne, große, klassische, weihnachtliche Brosche. Dann, das ist auch eine sehr sammelwürdige Brosche von 2004 mit dem, ich gucke nochmal drauf, 2004 Rockefeller Center. Im Rockefeller Center hat Swarovski einen Kultshop, wo sie jedes Jahr weihnachtlichen Modeschmuck auch verkaufen. Und diese Brosche von 2004 ist besonders sammelwürdig und hat einen Wert von ungefähr 150 Euro. Und mit Originalbox geht das sogar auch bis 250 hoch. Dann eine sehr berühmte Brosche, die ich auch zum ersten Mal habe, ist diese hier von Swarovski. Und zwar ist das die Millennium-Ausgabe von 2000. Eine kleinere Brosche, nur mit weißen Strasssteinen besetzt. Sehr hübsch und sehr zeitlos. Und eine Brosche hier von Swarovski, die ich online gar nicht finden konnte. Also die gibt es wohl nicht so oft. Sie ist auch mit dem Schwan-Logo signiert, aber eine Jahreszahl habe ich nicht gefunden. Aber ich habe gelesen, dass die meisten Broschen von Swarovski 96 bis 2009 gemacht wurden und die sind auch besonders sammelwürdig. Und mein absolutes Highlight, mein Star in diesem Jahr ist diese schöne Brosche hier. Von Trifari natürlich. Und es ist auch eine Brosche, die ich nicht so oft sehe. Und die Kristallsteine sind wie Kugeln, facettiert geschliffen und glitzern besonders toll. Also das ist das absolute Highlight in meinem Shop, in der Weihnachtsabteilung meines Shops in diesem Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis bald!